Ruinen der Burg Altlandenberg liegen auf einer Anhöhe am Rande des Waldes über der Töss bei Bauma. Sie war die Stammburg der einflussreichen Adelsfamilie von Landenberg. Die Anfänge der Herren von Landenberg sind nicht vollends geklärt. Doch es gibt Hinweise, dass sie von den Meiern des Klosters St. Gallen abstammen, welche in Turbental tätig waren. Unter der Führung des Baumer Unternehmers Jakob Wolfensberger wurde 1958 mit der Freilegung der von der Natur überwucherten Ruine begonnen. Doch wie kam es dazu? Jakob Wolfensberger hat diesen Hügel 1957 gekauft von 4 verschiedenen Besitzern und er wollte ihn haben, um sein Geschichtsinteresse ausleben zu können, sein Burgenfieber zu leben. Ganz alte Sachen wollte er finden, also Bronzezeit, Römerzeit, solche Sachen hat man gefunden hier, weiter östlich und weiter westlich und das war seine Motivation und außerdem wollte er den Hügel so präparieren, dass man wieder sieht, wie die Burg aussah und dass sie für die Öffentlichkeit begehbar wird. Vor den Ausgrabungen hat man hier eigentlich fast nichts gesehen, es war Wiese, nur ein Teil des Palas war sichtbar. Reisen wir zurück zu den Anfängen der Burg. Anfangs des 13. Jahrhunderts, genauer gesagt um 1209, wird ein Beringerus de Landinberg urkundlich erwähnt. Archäologische Untersuchungen ergaben jedoch, dass der Bau der ersten Burganlage schon im 12. Jahrhundert erfolgt sein muss. In diese Zeit werden die Reste einer Ringmauer aus Sandstein mit einem Tor auf der Nordseite der Ruine datiert. In den folgenden Jahrzehnten gewannen die Landenberger an Macht. Zwischen den Gebieten der Kiburger, Toggenburger, Rapperswiler und dem Kloster St. Gallen schufen sie sich eine eigene Herrschaft. Nach 1264 stellten sie sich in den Dienst der Habsburger. Diese waren chronisch verschuldet und die Landenberger liehen ihnen Geld. Im Gegenzug erhielten sie umfangreiche Pfandgüter. (1282) ernannte der spätere König Albrecht von Habsburg Hermann von Landenberg zu seinem Sekretarius und Marschall. Im Zuge ihres Machtausbaus erbaute die Familie im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert mit Hohen- und Breiten-Landenberg 2 weitere Burgen im Töstal. Von diesen sind leider keine sichtbaren Mauern erhalten geblieben. Ende des 13. Jahrhunderts war Ritter Rudolf II. Burgherr von Altlandenberg. Die Geschäfte gingen gut. Er war Vogt auf der Kiburg. Doch dann geschah etwas Folgenschweres. 1315 war dann ein großer Schicksalsschlag für die Altlandenberger, denn Rudolf II. Und sein Sohn Pantaleon nahmen an der Schlacht von Morgarten teil. Beide kamen um und nach dem Tod der beiden war die Linie der Altlandenberger zu Ende und entsprechend wohnte lange Zeit niemand mehr in der Burg und die Burg verfiel. Die angebliche Teilnahme der beiden an der legendären Schlacht, bei welcher die Eidgenossen die Habsburger vernichtend schlugen, wird jedoch nur in einem 200 Jahre später geschriebenen Dokument erwähnt und gilt deshalb als nicht gesichert.
Die Ausgrabungen fanden in einer Zeit statt, als die Archäologie in der Schweiz noch nicht so professionalisiert war wie heute. Wie war das Ganze damals organisiert? Jakob Wolfensberger hat einen Architekten engagiert. Der Architekt hat ihm diese Ausgrabung gut dokumentiert. Er hat für die Statik der aufgemauerten Grundmauern geschaut. Die eigentliche Arbeit war von seiner Baugruppe in der Gießerei. Die haben sonst die Gießerei ausgebaut oder Arbeiterwohnhäuser gebaut und die haben hier oben abgegraben, mit einer Seilbahn sogar. Nach und nach kamen die Überreste der Burg zum Vorschein, welche seit ihrer Nutzung mehrmals umgestaltet und erweitert worden war. Ein Modell und Rekonstruktionszeichnungen vermitteln einen Eindruck, wie das Bauwerk ausgesehen haben könnte. Zu sehen sind noch die Ruinen der verschiedenen Räumlichkeiten des Wohntrakts mit Schildmauer, ein Sodbrunnen, Reste des Zwingers und der Ringmauer sowie 3 Toranlagen. Von den vermutlich mit Schindeln gedeckten Holzbauten der ersten Anlage sind natürlich keine Überreste erhalten. Die Funde kamen eigentlich vor allem von den Schutthängen. Auf dem Hügel war wenig vorhanden. In den Schutthängen gab es sehr viele Funde und diese Funde waren dann aber ohne Fundkontext. Neben zahlreichen Keramikfragmenten wurde ein mittelalterliches Feuerzeug, bestehend aus Feuereisen, Feuerstein und Zunder entdeckt. Weiter befanden sich ein beilförmiges Werkzeug, ein Mörser, diverses Reitzubehör, Schlüssel sowie ein mutmaßlicher Eimerbeschlag unter dem Fundmaterial. Dass auch damals schon gerne musiziert wurde, beweisen hingegen die beiden Maultrommeln. Doch eine Burg musste auch verteidigt werden. Deshalb stellen die zahlreichen gefundenen Pfeilspitzen und Armbrustbolzen keine Überraschung dar. Im Zuge der Untersuchungen wurde die damals frisch gegründete Kantonsarchäologie Zürich hinzugezogen. Im Verlaufe der Arbeiten kamen Differenzen auf, was die Datierung der Funde anging. Jakob Wolfensberger war überzeugt, dass der Burghügel schon lange vor dem Mittelalter besiedelt wurde. Für Jakob Wolfensberger waren diese Funde bis zu 5000 Jahre alt. Für die Kantonsarchäologie gehen sie allerdings nur bis ins Jahr 1200 zurück. Jakob Wolfensberger war ein sehr genauer und er hat selbstverantwortlich gehandelt. Das bedeutet, er wollte selber einschätzen können, was seine Funde hier bedeuten. Und deswegen hat er eine eigene Bibliothek angeschafft, gegen 2000 Bände, und hat sich kundig gemacht, Regionalgeschichte, Mittelalter, Burgengeschichte, Archäologie, alles Mögliche. Und hat dann eine Meinung bekannt gegeben, wieso diese Funde so alt seien, und hat das auch publiziert. Aber es sind Interpretationen geblieben. Zurück zur Burggeschichte. Da es nach dem sagenumwobenen Tod von Pantaleon keinen männlichen Erben mehr für die Burg gab, fiel sie nun samt Herrschaftsgütern nicht etwa an einen der anderen Familienzweige, sondern an das Kloster St. Gallen. Dieses gab sie als Lehen an die Freiherren von Bürglen. 1344 verkauften sie Altlandenberg an Walter Meyer von Altstetten. Die Burg
wechselte anschließend mehrfach den Besitzer, bis sie anfangs des 15. Jahrhunderts von den beiden Familienzweigen Hohenlandenberg und Landenberg-Greifensee erworben werden konnte. Hermann von Hohenlandenberg ließ die Anlage 1420 für 3.350 rheinische Gulden wieder instand stellen. Doch bereits knapp 60 Jahre später verkaufte Ulrich IX. Von Landenberg-Greifensee die Burg an den Zürcher Bürger Hans Muser von Arms. Dieser kümmerte sich jedoch überhaupt nicht um die Anlage. Die Stadt Zürich war darüber alles andere als erfreut und zwang Muser, Alt-Landenberg an Gotthard I. vom Breiten-Landenberg zu veräußern. Dessen Sohn und Erbe Gotthard II. Wurde 1526 ermordet. Schlussendlich kam die Burg 1549 in den Besitz der Stadt Zürich. Diese gab die Anlage, allerdings ohne jegliche Besitzungen, an eine Bauernfamilie weiter, welche sie endgültig dem Zerfall überließ. Dies erklärt jedoch nicht, warum heute fast ausschließlich nur noch die Grundmauern erhalten sind. 1651 bekam dann Baumann die Bewilligung, eine Kirche zu bauen. Und woher nahm man die Steine? Am besten von der Burg Alt-Landenberg. So schleppte man die Steine ins Dorf und baute da mit den Steinen die Kirche. Noch heute sieht man im Turm die Steine der Burg Alt-Landenberg. Was bleibt von dieser Ausgrabung? Sicher mal seit 1963 ist es ein erlebbarer Burghügel für die ganze Bevölkerung. Dann weiß man mehr über die Burggeschichte seit 1200 und ein Laienforscher mit mutigem Ansatz, aber wenig Chancen, konnte nach seinem Geschäftserfolg eigentlich in seinem Alter das noch ausleben und das war ihm sehr wichtig.